Ihr habt dieses Video entweder angeklickt, weil ihr treue Fans des Tunze-Kanals seid oder weil ihr Bock habt, mehr über solche Algenreaktoren hier zu lernen. In diesem Video hier geht es mal ganz speziell um Algenreaktoren und wie man den hier an so ein Aquarium einbaut. Ich werde da auch richtig viel davon lernen, also los geht's! Wenn ihr den lieben Rudolf noch nicht kennt, wir haben vor ein paar Wochen schon mal ein Video gedroppt, bei dem wir den lieben Rudolf und sein Aquarium vorgestellt haben. Wirklich, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das war ein wirklich schöner Moment, gerade eben dieses Video zu drehen. Wir haben jetzt hier weitergemacht. Wir haben jetzt hier mal seitdem auch schon den Abschäumer noch mal ein bisschen reviewed und jetzt gehen wir wie versprochen auf den Algenreaktor ein. Wir versuchen jetzt hier, sage ich mal, ein sehr ehrliches Werbevideo drüber zu drehen und wir bauen das Ganze einfach mal ein. Nehmen euch mit, sagen euch, was uns gefällt, was wir besser machen könnten und was, wie ich finde, gut ist. Oder am besten aus Rudolfs Sicht. Den quäle ich jetzt heute ein bisschen. Es ist jetzt halt genau wieder so ein Einbauvideo, wie ihr das kennt. Ich komme mit meiner Erfahrung oft auf das Produkt, aber bei jedem funktioniert es anders gut. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Manchmal sind die Produkte absolute Gamechanger, die komplette Lösung. Und manchmal stellt sich hinterher heraus, dass es doch nicht so gut war. Aber das kann ich halt jetzt hier im Einbau noch nicht machen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass mich der liebe Rudolf in einem Jahr oder sowas nochmal hier einlädt und dann können wir da ein Follow-up-Video drüber machen. Und jetzt beginnen wir mit der Frage, warum hast du überhaupt Bock auf einen Algenreaktor an dem Becken? Also mein Hintergrund, weswegen ich gerne einen Algenreaktor testen möchte, ist, ich habe momentan aktuell noch relativ hohe Phosphatwerte. Ich strebe eigentlich so einen Phosphatwert von 0,08 bis 1 an. Habe aber aktuell zwischen 1 und 1,5. Da ich das nicht ganz runterbekomme mit Phosphatabsorber und ich da vielleicht mal den Weg mit den Drahtalgen gehen möchte. Ja. Und mal schauen, ob das funktioniert. Okay, wenn ich dich fragen darf, wie bist du darauf gekommen? Also hast du jetzt irgendwo eine... Ich habe es schon mal gesehen und gehört und gelesen und da habe ich jetzt mal gedacht, das wäre mal eine schöne Idee, und das mal auszuprobieren. Ja, dann machen wir das einfach mal. Gell? Also grundsätzlich, wie funktioniert das Ganze? Diese Drahtalge, die Chaetomorpha, ist eine Alge, die eigentlich sehr gut wächst, gleich mal nicht giftig, nicht böse ist und sehr viel Phosphat aufnimmt. Man kann die hinterher ein bisschen verfüttern, aber im Großteil will man ja das Phosphat loswerden und kann sie hinterher auf seinen Biomüll schmeißen. Gell? Man könnte sich die einfach da unten reinschmeißen, genau. Auch das wäre eine Möglichkeit. Auch das habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Würde ich auch keinem empfehlen. Ja? Weil irgendwann kommt der Tag, dann kriegt man die überhaupt nicht wieder richtig raus, ohne den ganzen Filter sauber zu machen. Okay. Das habe ich nämlich alles schon hinter mir. Deswegen möchte ich das gerne mal mit einem separaten Behälter testen. Interessant. Okay. Da habe ich nämlich Ruhe, da kann mir das nicht in meinem Aquarium sich verbreiten. Gut, das ist tatsächlich cool. Ja, dann packen wir das Ganze mal aus. Also grundsätzlich, ich gehe mal da so rüber, gell? Wir haben zwei davon. Wir haben einen kleinen, der hat die Nummer 3181. Wir haben einen großen hier, der hat die Artikelnummer 3182, groß. Ich glaube, der hat so 10 Liter Volumen. Ich bin jetzt einfach mal so frech, ich mache da auf. Ja. So. 3 Netzteile, warum wir 3 brauchen, werden wir gleich sehen. Und dann hole ich den guten Burschen mal raus. Boah, sexy. Und auch hier sieht man wieder verschiedenste Herstellungsverfahren kombiniert, aber da gehen wir auch gleich darauf ein. Der Reaktor selber, ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ich mag die Optik, ich mag dieses Massive. Algenreaktoren waren ja vor ein paar Jahren mal so ein richtiger Trend. Gerade in die USA haben wir wirklich viele davon verkauft. Spannend, das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Die sind nicht mehr ganz so cool vielleicht oder... Keine Ahnung warum, aber momentan verkaufen wir etwas weniger Algenreaktoren. Aber wir haben sie weiterhin in der schönen Qualität. Und das ist auch so ein schönes Produkt, wo ich wieder stolz sagen kann, wir stellen die Pumpe und wir stellen den ganzen Reaktor, irgendwie alles selber bei uns im Haus her, auch die Leuchte. Das sind alles so Artikel, wo wir unsere ganzen Stärken so ein bisschen miteinander kombinieren. Im Verhältnis zu dem kleinen Algenreaktor hat der große 2 Leuchten dran. Es gibt hier so ein Guckloch, da kann man reingucken, könnte man die Algen dann drehen sehen. Und da leuchtet unsere Refugienleuchte rein, die hat die Artikelnummer 8831. Viele und die allermeisten nutzen diese Leuchte auch einfach, um in irgendeiner Zwischenkammer in ihrem Technikbecken die Chaetomorpha, ja, sag ich mal, zu kultivieren. Ihr habt 2 Leuchten dran, dass von beiden Seiten die Algen beleuchtet werden. Die kann man im Prinzip einfach runternehmen, indem man hier das aufmacht und dann einfach hier die Klemme runternimmt und dann hat man die beiden Leuchten auch in der Hand. Gell? Das
ist da recht flexibel. Die ist tatsächlich 3D gedruckt. Bei der Stückzahl lohnt sich da keine Spritzgussform. Beim kleinen Bruder ist das mittlerweile aber im Spritzguss gemacht. So, mache ich das wieder dran. So, dann seht ihr da oben Pressure Test Approved. Das hängt damit zusammen, jeder Reaktor wird bei uns unter Druck gesetzt. Ich glaube, wir gehen auf 6 Meter quasi auf 0,6 Bar drauf, tauchen den und prüfen ganz genau, ob da irgendwelche Luftblasen sind. Gell? Ob da irgendwo ein bisschen Luft rauskommt, damit es sicher ist, dass, wisst ihr, das sind Verklebungen, Verbindungen. Wenn man sowas neben seinem Aquarium aufstellt, dann will man alles, bloß nicht, dass die Plörre da irgendwo seitlich rausläuft. Und in allermeisten Anwendungen, selbst wenn wir den Reaktor unten hätten und dann mit dem Schlauch nach oben gehen, kommen wir auf 0,2 Bar und dann haben wir immer mindestens Sicherheitsfaktor 3 dann drin mit den 0,6 Bar Druck. Jetzt haben wir uns da oben was Lustiges einfallen lassen, haben uns gedacht, wir machen da einen magnetischen Deckel dran. Also tatsächlich, ich kann jetzt hier, das ist so ein bisschen gedacht als Griff, kann hier reingreifen, kann den rüberdrehen, kann den rausnehmen. Ihr habt hier einen schönen dicken O-Ring, der das Ganze abdichtet. Okay? Und da könnt ihr, wenn ihr den Deckel drauflegt, so, ihr merkt ja jetzt gleich so eine Einrastung, genau, das sieht man vielleicht ein bisschen. Unter jedem dieser Punkte hier sitzt ein Magnet, sodass der so richtig schön satt, das ist ein haptisches Gefühl, ich liebe es. Die Idee dahinter ist, wenn ich den doch mal nur hier in so einen Filtersumpf mit reinsetze, dann will ich vielleicht nicht immer diese Daumenschrauben aufmachen. Dann reicht in der Regel auch der magnetische Anpressdruck aus, dass das Ganze dicht ist. Kann sein, dass ein bisschen das Wasser runterrieselt, aber im Grunde funktioniert der Reaktor auch ohne, dass ich jedes Mal extra die Schrauben alle zuschrauben muss. Wenn ihr das aber wie hier daneben aufstellt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, die Schrauben zuzumachen. Ja? Unsere Pumpe, die hat die Artikelnummer 2500. Die ist eigentlich mal ursprünglich, kommt die aus unserem Multifilter raus, deswegen sieht die auch so ein bisschen unästhetisch aus. Die ist quasi eigentlich der Motor, der unter der Motorhaube werkeln sollte, aber hier läuft es extern. Und dann habt ihr hier Silikonschlauch dabei. Der liebe Rudolf hat mir gerade schon gesagt, bitte, hoffentlich ist der dunkel, damit er nicht zualgt. Und da habe ich jetzt gleich selber heute was gelernt. Da hinten sieht man es auch. Wenn man halt hier ein super Licht hat, dann veralgen die Schläuche irgendwann. Das könnte auch diesem hier widerfahren. Deswegen werde ich mich mal dafür einsetzen, dass wir den Schlauch in schwarz nehmen, gell? Zukünftig. Dann habt ihr hier 2x2 Meter dabei. In den allermeisten Fällen ist es so, dass mir die lieben Kunden sagen, pass auf Felix, das ist ja total bescheuert. Den ganzen Schlauch hier, den hast du da voll umsonst rein, das schmeißen wir eh alles weg, wir brauchen nur einen Schnipsel. Aber wenn ich mir das Szenario jetzt hier angucke, dann bin ich doch froh, dass wir 2 Meter Schlauch mitgenommen haben, weil unser Plan ist jetzt, dass wir die Pumpe hier direkt neben die Rückförderpumpe setzen und dann bis hier ganz rüber kommen in das extra Abteil hier und da den Reaktor aufstellen. Dann, was ist dann noch dabei? Dieser Schlitzkörper, den könnt ihr hier auf die Saugseite stecken, dass die Pumpe nicht irgendwas ansaugt. Übrigens Wartung, dann zieht ihr hier einfach auf und könnt das Laufrad einfach rausnehmen. So, dann habt ihr hier diese Klammern hier dabei. Im Prinzip, wenn ihr den Schlauch da hinten drauf macht, ne, kann man sagen, okay, das ist Silikonschlauch, das sitzt da schon echt fest drauf, aber man würde sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen, wenn es komplett fest wäre. Dann kann man die hier drüber ziehen, anziehen und dann... Das ist im Prinzip so ein Knickschutz eigentlich. Das haben wir vorgesehen. Ich meine, das beste Fall ist, ich gehe jetzt hier irgendwo um die Ecke und das knickt so ab. Und damit es nicht passiert, kann man an die kritische Stelle gehen, sich da ein Stückchen davon nehmen und das hier so ein bisschen, Entschuldigung, Randale, so ein bisschen was davon nehmen und hier so rumwickeln. Man lernt nie aus, ne? So. Wusste ich auch noch Und jetzt habe ich da einfach einen Knickschutz. Das ist im Prinzip, warum ist der Schlauch so dick? Na klar, dass wir halt viel Volumenstrom durchbringen, dass die Pumpe da durchschießen kann. Und der große Clou von diesem Algenreaktor, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, die Leuchten sitzen ja hier nicht in der Mitte, wie bei vielen Modellen, sondern die Leuchten sitzen außen. Und damit uns die ganzen Algen jetzt nicht, sage ich mal, verbrennen, weil die einfach jede Menge Licht quasi an den Außenrändern kriegen und in der Mitte gar nichts mehr, rotieren die Algen da drin. Das ist der Trick, die große Stärke an unserem Makroalgenreaktor. Die Algen werden in Rotation versetzt. Wenn ihr hier auf diese Konsole drauf guckt, das Wasser geht also hier rein, da unten ist ein Winkel drin und dann wird das Wasser umgelenkt und geht hier in dieser Schnecke hier in den Boden und wird dann ins Innere eingeleitet, okay? Und jetzt könnt ihr hier außen sehen, auf der anderen Seite ist diese Schnecke ganz schlank, weil dann das Wasser bereits im Inneren ist und so richtig schön in Rotation versetzt wird. Das heißt, das Wasser kommt von außen unten, rotiert hier rein und dann gibt es so einen richtig schönen Spin und oben, damit die Algen hier oben nicht rausgesaugt werden, sieht das Ganze dann so aus.
Das Ding nennen wir bei uns in den Prallteller. Die Algen drehen hier oben dagegen, ohne hier durch dieses Austrittsloch quasi, was man hier unten sieht, rausgesaugt zu werden. Diese Drehung ermöglicht es quasi, dass ich die Leuchten von außen anbringen kann. Jetzt, wenn doch mal die Algen stehen bleiben, ist es kein Beinbruch. Das passiert zum Beispiel dann, wenn zu viele Algen drin sind oder der Schlauch doch ein bisschen geknickt ist. Gibt so ein paar Gründe. Deswegen ist nicht gleich alles kaputt. Ja, das ist so ein bisschen wie das Auto fährt. Bremst auch noch, wenn ABS nicht funktioniert, aber es bremst halt besser, wenn es an ist. Gell? Deswegen nicht gleich traurig sein und schreien und jetzt ist alles kaputt und jetzt war es das. Man kann das meistens irgendwie lösen. Das ist vor allem, ja, es ist nicht gleich ein Beinbruch, aber es ist halt angenehmer für die Algen da drin, wenn die in Bewegung sind. So, noch was schön ist, dadurch, dass die Algen da permanent rotieren, schleifen die auch so ein bisschen an der Innenseite von dieser Kammer hier. Und dadurch kratzen die auch so ein bisschen die Algen weg. Das heißt nicht, dass ihr das niemals putzen müsst, leider. Aber tendenziell, wenn es durch die Rotation immer so ein bisschen drüber wischt und ein bisschen drüber schleift, habt ihr einfach weniger da, so Schmieralgen an der Innenseite. Gell? Das ist so ein bisschen auch ein Vorteil an dieser Konstruktion. Man macht den Deckel auf, langt da oben rein, holt sich ein bisschen Algen raus, lässt natürlich genug zurück, dass wieder was zum Wachsen da ist. Ich meine, wenn ihr nur noch so einen kleinen Schnipsel drin lasst, dauert es halt, bis der wieder gefüllt ist. Die Algen, die drin sind, die machen das schon ein bisschen, die erledigen schon den Job, dass die dann ein bisschen sauber machen. Dann habt ihr da 3 Netzteile drin. Nur, dass ihr euch nicht wundert, das ist nämlich ein 12 Volt Netzteil für die eine Leuchte und ein 12 Volt Netzteil für die andere Leuchte und ein 24 Volt Netzteil für die Pumpe. Dass die richtig Schmackes, richtig Zug an der Kette hat, dass die mit genug Wumms da reinschießt, sonst würden die mich die Algen, ja, wenn ihr das irgendwie falsch rum macht, geht nichts kaputt, aber es funktioniert halt nicht. Die Leuchte geht nicht an und die Pumpe ist dann zu schwach. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. And that's the magic. Jetzt würde ich mal vorschlagen, dass wir das Ganze hier einbauen, fluten und in Betrieb nehmen. Das soll Vorteil auch sein, dass da halt dieses Plankton entsteht, was dann natürlich das Becken auch mit stabilisiert. Spannend. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich auch noch nicht so lange. Okay. Also mein Task an dem Ganzen war immer dafür zu sorgen, dass das Produkt hochwertig ist, dass es lange hält, dass es irgendwie Spaß macht, das zu bedienen, dass es haptisch stimmt. Es ist tatsächlich für so ein kleines Unternehmen wie wir echt ein Pain, die Pumpe zu bauen und dieses Reaktorrohr zu bauen und die Leuchte zu bauen. Da bin ich ein bisschen stolz. Vor ein paar Jahren, ich muss das jetzt einfach hier raushauen, habe ich mal bei einem asiatischen Mitbewerber auf der Website gelesen, sie seien die einzige Firma, die den Reaktor und die Leuchte selber bauen. Und ich habe mir gedacht, oh, ihr seid ja so süß. Let's fetz, oder? Bauen wir es ein? Gerne. Und ich denke, dass wenn ich das jetzt sehe, wir kommen so rein, dann müssen wir auch da rein. Tatsächlich. Oh, ach, der lässt sich gar nicht schieben. Nee, leider nicht. Ah, das ist ja doof. Silikon ist. Ah, das rutschfester Zeug. Wo können wir denn da am besten herlaufen, oder? Oder wir laufen einfach. Aus dem Osmosewasser. Ne, wir gehen hierher. Pass auf. Wir gehen nur hierher. Da gehe ich, glaube ich, passe ich hinterher. Ja, passe ich. Hier hinter diesen Noppen hinterher. Ja. Kommen an diesen Noppen hier wieder raus. Okay. Und gehen dann hier zur Pumpe rüber, dass wir hier ganz vorbeilegen. Hier siehst du das hier unten drunter? Ja, probier mal. Ich glaube, das sieht gut aus. Kommst du dran? Jetzt wäre ich verbunden. Ja, das passt da ganz genau. Hier ist ja richtig Platz in deinem Unterschrank. Ja, ist auch groß runter, Digga. Super. Dann haben wir den nämlich da auch. Ach ja, hier sind auch schon ein paar Geräte. Jetzt muss ich den da drauf haben. Geschafft. Ja, den würde ich jetzt auch ganz drauf haben. Machst du hier noch eine Klemme drauf oder gar nicht? Theoretisch wäre sie da, aber Ich glaube, wir machen sie drauf. okay. Und dann ist das fertig und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich die noch mal oder über. hinten rum. Ja, das ist auch gut, das Ja. ist auch. Das ist auch. Und So, und dann dann legen wir einfach hier rüber, setzen den hier runter, halten den einfach hier so hin. Und was wir da machen, dann setzen wir erstmal nur eine Klemme drauf. Da kann ich mir Gedanken später noch zu machen, wann ich den woanders hinsetzen will. Dann kannst du die Geräte anschließen. ja, das sieht schon schnieke aus, gell? Wie geil aus, oder? Ja, So, dann, ich darf das reinstopfen. Geil. klar. Da kriegen auch keine Finger. Das ist ein Schwammloch. Das sieht schön aus, gell? Das ist auch schön fluffig, fühlt sich auch echt toll an. So,
Eigenreview. Zack. Jetzt machen wir mal den Deckel drauf. Und Schrauben zu. Und dann stecken wir es ein. Da ist die Pumpe alle mal in Deckung. Machen wir die Pumpe noch auf Minimum. Und ich bin jetzt mal so nett und mache den Gummi ab und mache es mal so, dass ihr reinschauen könnt. Flutet schon. Achso, der muss ja erst voll werden. Da kommt nichts. Und das, Jetzt fängt meine Dosierpumpe an zu arbeiten. ja klar, weil wir jetzt 10 Liter entnommen haben. Genau. So, und jetzt drehen wir die Pumpe ein bisschen auf, dass es auch Spaß macht. Fängt an zu drehen? Ja. Ja, hat das schon? Langsam, aber sicher. Ich schüttel mal ein bisschen. Ja. Jetzt geht's los. Ah, guck mal, jetzt haben wir Speed drauf. Jetzt geht das Karussell ab. Schön. Also ich muss wirklich sagen, der Reaktor ist eine schöne Augenweide. Immer wenn ich das so sehe, dieses Durchleuchten, dieses, das ist schon was ganz, ganz Feines. Da bin ich so ein bisschen emotional, wenn ich den Reaktor so sehe. Jetzt muss ich das Ganze beweisen. Ich sag mal, wenn der liebe Rudolf keinen Phosphatabsorber mehr braucht, das wäre schon gut. Das ist jetzt die Challenge. Ich sag mal, das ist aber jetzt der Moment, das können wir nicht in dieses eine Video hier packen. Aber wenn ihr diesem Kanal folgt, wir werden definitiv, ich habe hier heute so viel Spaß gehabt. Ich komme wieder, auch wenn ich dafür 8 oder 10 Stunden durch Deutschland fahren muss. Weit. Ich komme definitiv wieder hierher. Ich habe nämlich mega Bock zu sehen, was hier passiert ist, wie das Ganze funktioniert hat oder auch nicht und euch dann mitzunehmen. Falls ihr vorhabt, euch auch mal so einen Reaktor zu kaufen, den gibt es natürlich bei uns im Webshop. Wir verlinken euch den auch mal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr direkt beim Hersteller kaufen. Ansonsten, wie schon gesagt, zum Beispiel Aquaristik Partner hat den ja auch zum Beispiel bei sich eingebaut, bei sich gezeigt im Laden und viele andere treue, starke, autorisierte Tunzehändler haben Zugriff oder haben den selbst im Einsatz und da könnt ihr euch dort beim Fachhändler des Vertrauens auch so einen schönen Algenreaktor besorgen. Gell? Gut, ihr Lieben, danke, dass ihr euch dieses Werbevideo mit uns angeschaut habt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Woche geht es wahrscheinlich nochmal weiter mit der Strömung. Hier ist eine wirklich schöne Strömung drin, da will ich auch gar nichts sagen. Also das bin ich sehr, sehr beeindruckt, ehrlich gesagt. Aber wir basteln auch da noch mal ein bisschen rum, weil, wie ihr wisst, Aquaristik ist immer so ein ständiger Wandel und ich habe heute noch mal Bock, ein bisschen rum zu experimentieren. Also freut euch auf nächste Woche, das wird ein cooles Video. Vielen Dank, dass ich das hier heute machen durfte. Gerne. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.